sind bei der Gravel WM 2024 in Löwen und wir haben für euch die besten Gravelbikes der WM, unter anderem das Siegerbike von Marianne Voss und noch viele andere Bikes im Bike-Check auf Rennrad News, also bleibt dran. Wir sind bei Visma Leasebike und ich bin sehr froh, dass wir uns das Rad von Marianne Voss ausleihen durften, um ein bisschen darüber zu reden. Und ihr seht das Cervelo Aspero, das sie fährt, also nicht das CX-Bike, aber trotzdem hat sie richtig viele Details aus dem Crosssport übernommen und die zeige ich euch jetzt mal kurz. Vielleicht am allerinteressantesten eine Neuheit an dem Rad. Vorne und hinten sind diese Grava-Narben dran. Das sind Narben, die pumpen während der Fahrt, wenn es sein muss, also falls mal eine Panne ist, automatisch Luft in die Reifen. Also der wird automatisch nachgepumpt und man kann den Druck auch während der Fahrt variieren über das Gerät. Und Reifen fährt sie Dugast-Reifen, vorne Pipistrello, hinten Typhoon, also im hinten Mehrprofil, vorne eher so ein Slick-Reifen und auch, wenn ich es richtig sehe, eine Cross-Breite. Ja, das vom Cross übernommen, vorne einfach Setup. Was das Rad wiegt, wollten sie nicht verraten. Aber auch noch ein anderes Detail vom Cross, auch die doppelte Sattelstützenklemmung, kennt man so von Cyclocross-Rädern. Ein sehr interessantes Rad, was Marianne Voss hier fährt und ich bin gespannt, was sie damit erreichen kann. Gucken uns noch ein paar andere Details an. SRAM, Red Access-Schaltung mit 1x13 Gängen. Powermeter natürlich an Bord. Ja, und das ist das Rad von Marianne Voss. Aero-optimiertes Gravel-Rennrad natürlich. Entsprechend sind auch die Laufräder aero-optimiert, sind von Reserve, hinten mit 44 mm hohem Profil, vorne ein bisschen flacher und sehr breite Felgen auch. Bei mir ist jetzt der Gründer des Grava-Systems und sie haben ein paar Sachen geändert zur Vorgängerversion, die bei Paris-Roubaix schon getestet wurde vor 1,5 Jahren und ich frage ihn jetzt mal was. You changed some things at the system and I saw some buttons. How do you set up the pressure during the race? Yeah, so my name is Gert-Jan, I'm the founder of Grava, and yeah, you can make the settings via an app, so you can connect your smartphone to your wheels or to your hubs, the Grava hubs. You can make a profile, and with the profile you can determine your own set points. For example, if you want to have 1.8 bar on the cobblestones, and you can make an offset also between front and rear. You can set that on your hubs basically, and you can connect your bicycle computer to your hubs, and then you can see the set points. So you can make up to 10 different set points, and with small buttons on your handlebar you can toggle through the set points. So left button is down, a lower set point, right is a higher set point, and the system always goes to this set point. So for example, if you would have a small puncture or a leak tire, it will always go to that set point, so it manages your tire pressure. So that's the idea behind it. Ja, really great. Ja, ich übersetze noch mal ganz kurz auf Deutsch. Also man kann via Smartphone vorher bestimmte Punkte, also Druckpunkte sozusagen festlegen. Bis zu 10 Stück können programmiert werden. Und man kann dann einfach mit den Tasten am Cockpit durchschalten. Eine Taste für hoch, eine Taste für runter und zum Beispiel Kopfsteinpflaster 1,8 Bar. Und dann geht es wieder auf die Straße. Dann kann man zum Beispiel 3 Klicks machen und kommt 3 Stufen höher oder ein Klick, wenn man je nachdem, wie man den Setpoint gesetzt hat. Sehr praktisch, finde ich, und bin gespannt, wie es ankommt bei den Fahrerinnen und Fahrern. And the system is on the market now? It's on the market since yesterday evening, honestly. So you can order it via the website, grava.com. With 2 different versions, with the reserve wheels or rims as the team is using it now today and tomorrow, and also with the latest DT Swiss rims, the DT GRC 500 rims. This is the same rim as on the GRC 1100, but then for the consumer market. So you can find it there, and I would say riding with the system would for sure convince you. That's what we hear from a lot of people, and also from the team. This is while they are riding. What's the price if I buy it with a reserve wheel system, front and rear? I think reserve is at 3,800 and a few euros, so it's below 4,000 euros consumer price. Normal wheel set price will be in the magnitude of 2,000. So in other words, for 1,800 euros more, you will have the ability to adapt your tire pressure on the fly. Also er sagt 1800 Euro, 1800 Euro mehr kostet das, wenn ihr das quasi in den Laufradsätzen kauft. Ihr könnt es mit Reserve-Felgen kaufen oder mit DT Swiss GRC 1100 Felgen. Und das System ist seit gestern auf dem Markt.
Thank you. Thank you very much. Wenn in Belgien, trinke Bier, und ich habe ein Fahrradcafé gefunden im Startort in Halle. Und in dem Fahrradcafé gab es dieses Bier, und das soll einen tatsächlich schneller machen. Ist ein alkoholfreies Bier, wurde zusammen mit der Technischen Universität in Löwen entwickelt, und das ist ja der Zielort. Ja, soll besonders viel Protein drin sein und soll deshalb schneller machen. Café ist auch sehr spannend, und vor dem Café gibt es auch tolle Räder, Besucherräder. Einige davon werden gleich im Rennen starten. Hier gibt es zum Beispiel ein Open, ein Track Checkpoint. Das kann ich nicht erkennen. Ich noch mal gucken. Badass Bike. Und noch ein Track-Check, ein Track-Boon noch. Ja, das waren sie. Und noch ein Colnago hinten in der Ecke. Also da gibt es immer was zu sehen an Fahrradcafés. Wir sind bei Paul Voss, und jetzt haben wir ein bisschen mehr zeitlichen Stress wie eben zwischen den Teamfahrzeugen, denn wir haben ihn zu Hause besucht, sozusagen Interims zu Hause, und gucken uns mal sein Orbea Terra Plus an, oder heißt das nicht Plus? Wofür steht das? Ich glaube, das ist einfach nur ein Design-Feature. Das hat sonst keine Bedeutung, glaube ich zumindest. Ja. Hier steht noch sein Name drauf, und ich sehe auf den ersten Blick, es sind Slicks montiert wie bei Tiffany Cromwell. Ja, warum hast du dich dafür entschieden? Ja, die Tiffany Cromwell und ich sind das letzte Jahr schon gefahren, bei der Europameisterschaft, die ja hier auch in der Region stattgefunden hat. Und eigentlich der Schlusskurs, den wir fahren bei der WM, ist ähnlich wie letztes Jahr der Europameisterschaftskurs. Und da haben sie hat das Rennen gewonnen bei den Frauen. Ich bin Dritter geworden, haben wir beide gute Erfahrungen mitgemacht. Es war jetzt die letzten 3 Tage trocken, daher fahre ich, die ist ein gewisses Risiko, aber wenn man halt viel erreichen will, muss man manchmal auch hohes Risiko eingehen. Ne? Ja. 38 mm Breite, nominell hast du mir eben schon gesagt, dann sind die auf den SIP 303 Felgen, den neuen Explore-Felgen montiert. Wie breit sind die da ungefähr, weißt du das? Ja, ist schon eher 40, 41er als 38. Das ist aber auch der Grund, weshalb ich es fahre, weil wirklich diese breite Felge mit den Reifen merkst du, das rollt halt brutal. Also aerodynamisch gesehen ist das schon ziemlich geil. Und der Luftdruck ist so ein bisschen Frickelarbeit, weil du hast ein sehr kleines Fenster, in dem wo es wirklich optimal ist. Ich habe es jetzt für mich gefunden, aber es ist halt enorm wichtig, vor dem Start nochmal den Luftdruck zu kontrollieren, weil wenn ich das hier morgens mache, 2 Stunden vorm Start, sind es nochmal 5 Grad, 6 Grad weniger als am Start, und das kann dann schon wieder zu viel Wärme sein, damit es irgendwie so 0,05 höher ist, und dann ist es wieder unkomfortabel. Also ist ein schnelles Setup, aber man muss sich wirklich ziemlich gut vorbereiten. Ne? Ja, wir hatten eben schon Leute da, die haben gesagt, sie fahren mit 1,5 Bar vorne, also eine leichte Fahrerin war das, 1,5 Bar. Was wärst du? Vorne 1,8, 1,85 und hinten so 1,9, 1,95, also hinten immer so 0,1 bis 0,15 mehr. Die 2 Nachkommastellen, das hört sich vielleicht für Leute irgendwie albern an, aber das macht bei so einer breiten Felge halt echt einen Unterschied, und ja, von daher bin ich da schon ziemlich pingelig, was das angeht. Auch gehört habe ich schon, dass Leute wegen Durchschlaggefahr nicht niedriger gehen. Siehst du da auch ein Problem, oder? Ja, definitiv. Also es gibt ein paar Stellen, da sind ziemlich große Steine. Dann hast du auch sehr, sehr viele Bereiche, wo Löcher sind. Einfach so sehr, sehr schnelle Passagen, eigentlich so Hardpack, Gravel. Und auf einmal sind da Löcher, also man muss schon aufpassen. Aber jetzt bei dem Luftdruck sehe ich jetzt kein Problem. Ich bin tendenziell auch eher ein Fahrer, der einen Ticken mehr Luftdruck fährt als zu wenig. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die vielleicht aus dem Mountainbike-Bereich kommen oder Querfahrt ein, dass die eher im unteren Spektrum unterwegs sind. Das könnte hier ein Problem werden. Ne? Du fährst ja auch querfeldein auch selber, weiß ich. Und würdest du sagen, das ist ein technischer Kurs, oder ich habe auch schon gehört von anderen, das ist wie ein Straßenrennen? Ja, gibt immer Hater, was den Kurs angeht. Ich finde den einen guten Mix, er ist sehr anspruchsvoll, technisch finde ich. Man darf ja nicht vergessen, also ist jetzt keine Cross-Weltmeisterschaft, eine reine Crosser, aber Crosser würden halt sagen, ja okay, ist in Ordnung, ist jetzt nicht zu technisch. Wenn du von der Straße kommst oder nur Gravel-Rennen fährst, dann ist es schon ein sehr, sehr solider Mix, und man braucht DPS, man braucht aber auch gute Technik. Also einfach nur von der Straße hierher kommen und nicht lenken können, hilft dir nichts. Aber auch genauso nur lenken können reicht auch nicht. Von daher, ich finde es einen guten Mix und schon auch einen schönen Kurs. Der einen hohen Asphaltanteil hat, das stimmt schon. Er ist für mich aber kein Straßenrennen. Also
hier, du würdest hier kein Straßenrad fahren. Und allein das ist für mich schon der Punkt, wo man sagt, okay, dann ist es halt ein Gravelrennen. Ja. Also das ist dein Obiaterra und du hast mir eben gesagt, du schraubst auch selbst dran rum und Kettenwachsaufkleber habe ich gesehen. Kannst du da was zu sagen? Genau, ich fahre Kettenwachs von Optimize. Gibt ja mittlerweile einige Anbieter, aber ich habe mich für den entschieden, weil er auch ein junger deutscher Unternehmer ist und ich fand das sehr gut und der experimentiert ja auch viel rum und nimmt sehr viel Feedback auf. Das war für mich wichtig und gut. Und ja, ich sitze dann hier mal rum mit so einem Wachskocher und mache die Kette noch frisch. Hab die heute Morgen raufgemacht und bin ein paar Kilometer gefahren. Genau, und sonst schraube ich auch eigentlich alles rum. Ich habe jetzt ein Road-Setup hier drauf mit der neuen Red Access Gruppe, aber die Straßengruppe. Wechsle auch immer zwischen Mountainbike, Gravel, je nachdem wie der Kurs ist. Deswegen, also ich mache das alles sehr gerne, auch wenn es manchmal nervig ist, aber ich habe jetzt nicht nur ein Setup. Du hast die neue Red Access, aber mit vorne einfach Kettenblatt und hinten aber Explore-Kassette, richtig? Ne, hinten ist eine 1033er Straßenkassette. Ah, okay. Genau, und dann das Straßenschaltwerk, vorne 50er Monoplatt. Genau, und dann Standard Kurbeln, also auch keine White. Das passt alles ran ans Rad, ohne irgendwelche Modifikationen. Genau, und das war es eigentlich. Sonst ist bis auf Gänge ist das Rad eigentlich immer gleich. Ja. Lenkerbreite? 38. Ist auch so ein bisschen, ist jetzt auch nicht gebastelt, aber ist jetzt auch Aftermarket alles. Von Orbea gibt es aber jetzt so einen Spacer, wonach mich auch immer viele fragen. Da kann man dann selber Aftermarket Lenker sich raufbauen. Ja, und halt, um das Gewicht von so einem Gravelrad runterzubekommen, habe ich da nochmal ein paar Fremdprodukte gekauft. Ja. Was wiegt das Rad? Ich sage immer um die 8 Kilo. Leichtestes Setup so 7,7, 7,8. Schwerste ist um 8,1, 8,2. Also es ist wirklich Reifenbreite, Laufräder, welche Kassette fahre ich und all solche Dinge. Das ist so variabel. Jetzt, das habe ich nicht gewogen, weil ich es hier jetzt auch nicht relevant finde, das Gewicht. Aber nächste Woche ist dann die Europameisterschaft, die ein bisschen bergiger ist. Und da gucke ich dann schon, dass das Rad so leicht wie möglich ist. Und Reifenfreiheit, wie weit kannst du hier gehen? Wie weit gehst du so schon mal? Ich bin bei der Deutschen Meisterschaft 50er gefahren. Und das war dann schon knapp, aber hat noch funktioniert. Aber auch da, denke ich mal, wird Orbea auch nächstes Jahr einen Schritt gehen, so wie alle Hersteller wahrscheinlich, und dann auf mehr Reifenfreiheit. Aber 50 geht rein, was dann auch funktioniert, aber man darf halt dann auch keine 8 bekommen. Ja. Also siehst du auch schon so, dass es so einen Trend auch im Gravel Racing gibt, zu mehr Reifenfreiheit, einfach um Potenziale auszuschöpfen? Ja, also Unbound hat ja dieses Jahr so ein bisschen Panik ausgelöst, ein bisschen ist auch gut, eher größere Panik bei vielen Herstellern. Und ich bin noch ein bisschen skeptisch, nicht, dass ich der Breite skeptisch gegenüber bin. Ich finde auch, dass 50er ein gutes Maß ist. Ich habe es bei Deutschen gesehen, auch so Kurse wie Huferliese machen 50er Sinn. Ich weiß jetzt nicht, ob man 55er, 60 unbedingt braucht. Und meine sind das 1, 2 Radrennen, aber Europa, die meisten Rennen, die wir fahren, bist du mit 45er eigentlich immer gut drauf und 50er. Und ja, man sieht ja den Trend, welche Hersteller jetzt schon was rausbringen mit irgendwie Zweier reifenfrei, also Mountainbike-Reifen. Ich bin gespannt, also ich meine, am Ende musst du das Rad halt länger machen, damit hinten der Reifen noch reinpasst. Die Geometrie verändert sich, ist ein Rad dann noch agil, ist es dann auch noch leicht. Deswegen, ich glaube, das sind alles so Dinge, die man noch sich angucken muss, weil jetzt wird ja auch schon mal rumgemeckert, der Rad ist so schwer. Aber brauchen wir uns auch nichts vormachen, wenn wir nachher Räder haben mit 52er Freiheit und dann auch Mountainbike-Reifen fahren, die wiegen halt nochmal 200 Gramm mehr zum Teil. Also das leichter werden die Räder auf jeden Fall nicht. Ja. Und das Agilität nimmt ab eventuell. Also ich bin mal gespannt. Für mich ist 50, war echt überrascht. Hatte da auch einen Prototypen von Schwalbe und war echt geil. Spaß gemacht. Ja. Prototypen? Ja, das Prototyp ist eher keine Ahnung. Also auf jeden Fall ein Reifen, der noch nicht auf dem Markt, sagen wir mal so. Ja. Ja. Viel Erfolg morgen mit den Slicks und danke, ja. Dass das Risiko aufgeht. Danke für das Gespräch. Danke euch. Eine ruhige Minute nach den Rennen und neben mir sitzt Sebastian Breuer. Wer ihn nicht kennt, er hat Badlands gewonnen, er hat Unbound XL gewonnen, aber er macht auch noch was anderes. Sebastian, vielleicht stellst du dich mal kurz selbst vor.
Ja, hi, ich bin Sebastian, den meisten bekannt als Sepp, und ich arbeite bei der Firma Schwalbe als Liaison-Manager für die Profiathleten, die hier heute und morgen natürlich bei der Gravel-Weltmeisterschaft am Start sind. Ja, und ich habe fast ausschließlich Schwalbe G-Run RS-Reifen hier an den Bikes gesehen. Dann gab es noch ein paar Athleten mit Schwalbe Pro-Run-Reifen, 38 mm. Dann gab es noch ein paar Vittoria-Reifen und eine Frau, die mit Dugast-Reifen gefahren ist. Und das war die Gewinnerin, aber die hatte noch was anderes, nämlich so ein Teil am Rad, womit man den Reifendruck kontrollieren kann. Und du betreust die Athleten, deswegen wollte ich mit dir jetzt über den Reifendruck, über die Rolle des Reifendrucks bei Gravelrennen sprechen, weil das scheint immer wichtiger zu werden. Ja, der Reifenluftdruck gerade bei so einem Rennen ist natürlich super entscheidend. Also wir reden da über den Rollwiderstand, wir reden aber auch über den Grip in den Kurven und natürlich auch in gewisser Art und Weise über den Pannenschutz, weil ja, mit ein bisschen mehr Luftdruck man natürlich ein bisschen mehr auch Pannenschutz hat bei Durchschlägen. Und da versuchen wir für unsere Athleten schon immer das Optimum rauszuholen, dass wir uns vorher die Strecke genauestens angucken und auch wirklich wissen, was wartet auf die Athleten und vor allen Dingen, welchen Reifen setzen wir mit welchem Luftdruck ein, auf welcher Felge, sprich mit welcher Innenmaulweite. Jetzt so für Laien, was ist der Unterschied zwischen einem Luftdruck von 1,6 Bar und 1,8 Bar im Vorderrad bei so einem Rennen? Wie fühlt sich das an? Welche Rolle spielt das? Also wir haben natürlich am Beispiel von Paul Voss eine Felge, die extrem breit ist mit 32 mm Innenmaul. Und da ist es so, dass wirklich 0,05 Bar schon einen riesengroßen Unterschied machen. Das heißt, wir sind da eigentlich in dem Sektor von der Breite bei einem Mountainbike. Und vom Mountainbike weiß man einfach, dass diese geringen Änderungen schon einen extremen Einfluss am Ende aufs oder auf das Fahrgefühl haben. Und natürlich auch auf ja, so Sachen wie Durchschlag etc. Deshalb ist es da schon super wichtig, den genauen Luftdruck 100% zu treffen. Und beispielsweise mit Paul haben wir da sehr, sehr viel auch bei uns in Reichshof getestet und sind jetzt ganz optimistisch, dass er morgen mit einem ja, richtigen Setup am Start steht und hier das Beste geben kann. Du hast es angesprochen, Durchschlag ist ein Thema, gerade auch auf so einer Strecke wie hier, habe ich gehört. Anscheinend gibt es viele Schlaglöcher auf der Strecke. Wie groß, ja, ist das wirklich 0,05 Bar, was da einen Unterschied machen kann, ob es einen Durchschlag gibt oder nicht? Oder bewegt sich das mehr so im Bereich von, keine Ahnung, 0,5 Bar oder so? Also wie gesagt, diese 0,05 Bar, das ist halt für Paul, weil Paul auf dieser extrem breiten Felge unterwegs ist, die aerodynamisch ganz gut ist, aber man natürlich da den Reifenluftdruck wirklich genauestens treffen muss. 0,05 Bar sind dann schon auch Werte, die man eigentlich normalerweise so nicht hat. Also man ist da schon in anderen Bereichen von 0,1 bis 0,2 Bar, vielleicht auch noch ein bisschen höher. Es kommt dann wirklich darauf an, was man für eine Felge fährt, und das ist auch so mein Tipp an die Leute da draußen, sich wirklich mit dem Material zu beschäftigen, was man da unterm Hintern hat, dass man auch wirklich weiß, ist das hookless, ist das mit Hook, dass man wirklich genau den Reifenluftdruck fährt, der zu diesem Setup passt und halt auch empfohlen ist. Das ist das A und O eigentlich beim Gravelfahren, aber auch halt beim Rennrad. Du fährst ja mit vielen Athleten, also du betreust ja viele Athleten. Deine Erfahrungen, nehmen die Leute eher einen zu hohen oder eher zu niedrigen Reifendruck? Vom Grundprinzip her ist es so, dass die Athleten, wenn ich anfange mit denen zusammenzuarbeiten, eigentlich von einem viel zu hohen Luftdruck kommen. Also es ist ja so, ich komme ja auch noch aus einer Zeit, wo man früher mit Schlauchreifen gefahren ist, irgendwie 12 Bar im Zeitfahren, und das ist bei den Leuten halt immer noch ein bisschen im Hinterkopf, und gerade im Straßenradsport sind noch viele Mechaniker von früher unterwegs, wo man halt immer noch mal ein genaueres Auge haben muss, dass da nicht zu viel Reifenluftdruck gefahren wird. Und natürlich auch beim Gravelsport, also ich meine, viele ehemalige Straßenrennfahrer sind jetzt im Gravel zu finden, und die nehmen natürlich genau diese Erfahrung, die sie halt haben, mit in den Gravelsport und kommen dann mit einem viel zu hohen Luftdruck an. Ich selber gehe halt hin und fahre sehr, sehr viel auch mit unseren Athleten. Das heißt, ich bin jetzt in den letzten paar Tagen auch die Strecke hier 3-mal abgefahren komplett, um einfach auch den Athleten halt immer wieder vor Augen zu halten, dass es extrem wichtig ist, sich mit dem Material und auch speziell mit dem Reifenluftdruck zu beschäftigen und auch zu wissen, was die Strecke von einem abverlangt. Hookless-Felgen. Für viele ist das so ein bisschen im Hinterkopf auch ein Sicherheitsthema. Was ist da eure Erfahrung? Ja, das ganze Hookless-Thema ist natürlich speziell im Frühjahr bei den Straßenrennen extrem hochgekocht worden. Also meine persönliche Meinung ist einfach, dass man sich unbedingt man muss sich extrem mit seinem Material beschäftigen. Speziell, wenn man auch mal ein Fahrrad online kauft, dass man wirklich weiß, was ist da verbaut, dass ich dann beim nächsten Mal, wenn ich Reifen wechseln muss, nicht hingehe und ich sag mal einen Tube-Type-Reifen, also einen Reifen, der mit einem Schlauch gefahren werden muss, auf eine Hookless-Felge drauf zu bauen. Das sind so die kleinen Kniffe, die es halt einfach braucht.
Und ich glaube, dass wir als Hersteller auch einfach die Leute noch mehr schulen müssen, um darauf hinzuweisen, Leute, beschäftigt euch mit eurem Material, das ist halt das Allerwichtigste an der Sache. Was würdest du sagen, so als Grundsetup, wonach richte ich mich, wenn ich jetzt zum ersten Mal meinen Reifen einstelle, um dann mich weiter vorzutasten? Welche Werte nehme ich da? Nehme ich da so einen Online-Kalkulator? Ja, tatsächlich. Die Online-Kalkulatoren sind sehr, sehr gut inzwischen. Also das heißt, man kann dort ja sein Gewicht eingeben, seine Innenmaulweite, auch so ein bisschen die Wetterverhältnisse oder zum Beispiel beim Gravel, was habe ich für einen Untergrund? Ist es mehr so Single-Trail-lastig oder fahre ich auf Hardpack? Das macht auch einen extremen Unterschied. Und da sind diese Kalkulatoren natürlich sehr gut. Und über die Zeit kommt natürlich so dieses Gefühl, was man dann gewinnt, was am Ende wahrscheinlich auch dazu verleitet, auch mal selber ein bisschen auszuprobieren. Und ich zum Beispiel in meiner Jobposition rate auch den Athleten immer vor jeder Trainingseinheit wirklich mit einem kleinen Tool den Reifenluftdruck zu kontrollieren, um einfach dann nicht im Wettkampf darzustellen und einen komplett anderen Reifenluftdruck zu fahren, weil man sich dann irgendwie erst 2 Tage vorher mit dem Thema auseinandergesetzt hat, sondern einfach schon, dass man gewohnt ist, diesen Luftdruck auch zu fahren und den auch hin und wieder mal, zum Beispiel bei regnerischen Bedingungen, auch einfach mal anzupassen. Ja, danke für den guten Tipp und ja, wir werden uns nochmal ausführlich mit dem Thema Reifendruck beschäftigen, auch mit dem Thema Reifenbreite, was ja auch gerade aktuell diskutiert wird. Und ich bedanke mich bei dir, Sebastian. Sehr gerne. Und wir gehen nochmal weiter. Hier in Löwen geht die Party weiter. Gravel hat die Stadt wirklich in der Hand hier heute. Und ich hoffe, die Bikes, die wir euch gezeigt haben, haben euch gefallen. Und wir haben noch mehr für morgen geplant. Also schaut euch vielleicht auch die nächsten Videos auf Rennrad News an und abonniert unseren Kanal, wenn ihr darüber benachrichtigt werden wollt. Hier geht es jetzt weiter mit der WM-Party.